Dann wollen wir doch mal sehen, was sie denn also haben. Jo, Curly. Auf der dunklen Seite der Macht. Joe on the right, as you mentioned, a European Hervorragend. single kind of caster, flew all the way over from Europe to compete in this event. Da sind wir ja mal gespannt. Joe is playing an Amethyst Steel list. We see a Yen Sid there. Amethyst Steel, okay, blow mich jetzt nicht so away, haben wir schon gecovert auch mal. Wir hatten es erst übersehen bei unserer Coverage von, ich glaube es war Las Vegas. Aber dann haben wir es nachgeholt und dann war es ein super uninteressantes Deck. Ich weiß nicht so genau, was Curly da für eine Variante hat, das werden wir gleich sehen. Auf der anderen Seite sehen wir anscheinend Steel Song. Und ja, wie ist denn dieses Matchup? Even würde ich jetzt mir mal aus den Rippen schneiden. Also Steel Song gegen Ruby Amethyst, hätte ich gesagt, ist eher gut für Steel Song, weil wegen des ABNW sie doch gut die relativ klobige Hand, sag ich mal, des Ruby Amethyst Spielers bestrafen können. Der Amethyst Steel Spieler, Amethyst Steel, ja, okay. Der Steel Amethyst Spieler muss wahrscheinlich nicht so viel Mühe sich geben, damit seine Hand nicht so super voll ist. Er hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Songs. Karten sind vermutlich etwas billiger. Vielleicht ist er ja sogar irgendeine Agro-Version. Ich würde es gerne mal sehen mit Pete und Bounce. Am lustigsten stelle ich mir ja so Arthur aus Set 2 vor, mit dann Pete. Dann bist du im Block, machst gar keine Actions mehr, bis du das anderweitig gebastelt hast. Klar, das geht locker mit Maui, Fox. Aber ist, ich bin gespannt. Was? Ja, mit Sonic Warrior, interessant, weil Sonic Warrior eher die Control-Karte ist, aber dann Daisy eher die Agro-Karte. Strange. Wir sehen hier Baboom auf der anderen Hand, Pete ist in der Tat da, ich glaube, das ist Elsa, the Fifth Spirit, und Yen Sid, am Ende hat er Besendeck. Yen Sid kommt in die Tinte, er hat potenziell Besendeck auch noch wirklich. Voll gut, und Maleficent, Agro-Deck. Ich dachte, die hätte ich schon spät. Das ist wahrscheinlich doch eher gut für Steel Song dann. Aufgrund der vielen Tempo-Plays, obwohl da Steel Song lieber, ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht, Miss Griffith da lieber den Cinderella in Turn 1 gelegt hätte oder gehabt hätte. Sie hatte die vielleicht gerade erst nachgezogen, vielleicht hatte die auch schon. Aber jedenfalls vielleicht lieber gelegt hätte. Wobei, oi, sie macht einfach auch selber ordentlich Druck. Mal sehen, ob Curly das überhaupt racen kann. Fire the Cannons ist zwar jetzt, geht sogar unten drunter. How sad. And that is a non-character. Non-character. Probably would have really liked that, seeing the Piglet being played by Deidre here. He sure would have. Yeah, I always love this Daisy. Her ability, big prize, and you get to think of the card you're getting off of her ability as your big prize, but sometimes you miss the prize. Ja, der Big Prize in diesem Fall nichts und vor allem nicht Top Deck Fire the Cannons. Aber okay, was ist jetzt? Maleficent wird wahrscheinlich nichts machen. Weil es wäre ja sau schwach zu questen gegen die Daisy. Vielleicht doch, eher nicht. Jetzt natürlich, es gibt Snake, aber er macht doch lieber Baboom. Und dann macht er das Tempo für 2. Interessant. Daisy wird den doch jetzt relativ sicher einfach überfahren, oder aber Let the Storm Rage On wird gehardcastet für 3, aber ist natürlich unangenehm. Wahrscheinlich würde ich lieber Cinderella legen, dann kann ich das nächste Runde damit singen. Was hat sie denn noch so auf der Hand? Ist das irgendwas für 4? Oh, es ist I Find Him, I Flatten Him. Ja, das ist in diesem Matchup wahrscheinlich wehrlos. Stattdessen kommt Donald. Das ist gar kein richtiges Steel-Song. Ja, wobei, sie hat doch Cinderella und diesen Song. Ja, gut. Ja, der Fox ist jetzt nicht schlecht. Ich hätte mit Daisy auch echt viel lieber die Maleficent abgearbeitet. Es ist doch klar gegen Amethyst, dass jetzt die Zeit gewesen wäre. Warum denn auch nicht diese 2 Lore zu machen? Ich meine, ihr Deck ist aggressiv. Achso, sie hat ja auch 3 Lore gemacht wegen des Donald Duck. Ja, schwierig. Schwierig. Ich bin gespannt, ob Curly sich da rauswinden wird. Weil prinzipiell ist er in diesem Game jetzt erstmal so Beatdown und Beatdown Matchup. On the draw, behind.
Und dann finde ich auch so halt Ember ein bisschen geeigneter als Amethyst, um den Druck zu machen. Amethyst Steel, ja, es kann gut abgehen. Ich sag mal so, wenn er Besen gehabt hätte, was ist das? Ist das Queen's Castle, ja. So, da ist Donald Duck dann jetzt abgearbeitet. Bin gespannt, ob gleich der auch noch die Daisy abarbeiten wird. Oder was passieren wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird ja doch eher jetzt, nicht jetzt inken, jetzt let the Storm Rage on erst für 3. Ja, als allererstes kommt das in die Ink. Die Karte, die man nachzieht, wird man ja zu 0% in die Tinte tun. So viel steht fest. Ja, wäre das nicht viel besser gewesen? Nein, okay. Aber na, wieder mal nur schwach. Wieder mal direkt Runde 1, Game 1 des Tages. Meine übliche PSA. Denkt, und das war jetzt gerade echt nicht schwer. Es war Ink und Let the Storm Rage on. Generell sage ich immer allgemeiner, auch wenn der Turn nicht so einfach ist. Denkt euch den Turn komplett aus und wenn an irgendeiner Stelle ein Play kommt, was dazu führt, dass ihr Informationen gewinnt. Wie zum Beispiel eine Karte zu ziehen oder die Hand des Gegners anzugucken. Oder seine Cruella de Vil 2-Drop aus Set 1 abzuarbeiten und zu sehen, wen er jetzt damit macht. All diese Sachen, wo potenziell unklar ist, wo irgendwas man noch wird wissen, was man jetzt noch nicht weiß. Dieses Spiel sollte man in seiner Line of Play möglichst nach vorne ziehen, sodass man dann basierend auf den jetzt mehr Informationen sich nochmal neu überlegen kann, ob wirklich das jetzt so alles das Richtige ist. Und gerade hier konnte man ziemlich gut sehen, dass die Karte anzugucken, bevor man inkt, besser gewesen wäre, in dem Sinne, dass man dann vielleicht diese Karte inkt. Und vielleicht war die zweite Cinderella auch schon die allerschlechteste Karte im Deck, aber trotzdem, es hatte nie einen Vorteil. Es war nur schlecht, die Konsequenzen waren geringfügig, aber es war eben ein Fehler, wo ich euch hätte sagen können, das war 100% falsch gespielt und das andere wäre besser gewesen. Und diese Sachen schon mal alle richtig zu machen, führt dazu, dass man nicht auch noch extra viel richtig raten muss in den Stellen, wo es schwieriger ist. Aber okay, so viel dazu. Ich werde bestimmt heute auch noch ein paar Mal anreißen, wenn gleich auch nicht mehr so ausführen. Hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich doch. Okay. Daisy Duck Quest ist auch so eine Karte, die gibt einem mehr Informationen. Aber naja. Dieser Turn wurde jetzt gespielt. Miss Griffith sehe ich ziemlich vorne. Sie hat ja massiv mehr Lore, mehr Charakter. Und mehr Ink, aber sie hat weniger Handkarten. Das heißt, Joe ist jetzt eindeutig in der Kontrollrolle und wenn er kann nur ja halt auch nicht besonders gut abtauschen unbedingt. Jetzt könnten die Charaktere von Curly immerhin Maleficent und Smee in die Daisy, aber ist ja die Frage, wer das machen müssen. Was hat er denn da auf der Hand? Was sind das denn für unsägliche Karten ohne Ink-Symbol? Sind das etwa Gathering Knowledge and Wisdom? Das passiert als allererstes, Quest für 2. Aha. In der Tat tauscht er die ab, ja, weil er halt jetzt gerade der Kontrollmagier, der Kontroll-Illuminier ist. Und was wird er aber jetzt spielen? Wahrscheinlich 2-Drop und 2-Drop. Aha, er inkt den Yensid, er inkt immer noch nicht den Pete, er legt lieber den Pete. Achso, er hat 5. Okay, er legt den Pete und dann... Was sind das jetzt für Handkarten? Ach, das sind Dock. Das sind Dock. Mit denen habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, okay. Bin ich mit einverstanden mit diesem Play? Da wird erstmal getauscht gegen den Smee, okay. Dann noch ein paar Lore, aber ich glaube nicht, dass sie Sleepy's Flut im Deck hat. Das heißt so bis 19... Leute, bis 19 kann sie ruhig kommen und dann ist immer noch nicht alles zu spät, weil sie halt keine Lore aus dem Hut zaubern kann. Und Curly im Zweifel 2 stabilisieren kann mit dann noch Removal und so, bis er auf 20 ist. Aber wir werden sehen, ob es geht. Jetzt gerade ist es erstmal relativ okay. Wahrscheinlich gleich Pete auf den Smee. Ja. Muss man es machen?
Now we're seeing the power of Ich hätte es aber dock and wahrscheinlich auch play, being gemacht. able to basically throw your hand on the board, create a really wide board, and then refill your hand afterwards. Jetzt dreht sich das Ganze nämlich in die andere Richtung. Und jetzt kann sie auch nicht gerade gut AWN mehr machen, weil sie nichts hat, um das zu singen. Und Curly auch. Billige Charaktere, also die, wow. Im Nachhinein hat die Maleficent so oder so gegen die Daisy getauscht. Nur beide haben ein bisschen Lore bekommen. Ja, kann ich nicht wirklich sagen, dass das Play sie in den Abgrund geführt hat. Hat Joe einfach gut gemacht. Miss Griffith hatte doch etwas zu viele One-Drops, war dann zu schnell out of gas. Von der auch niedrigen Kurve von Joe. Er hat angefangen ein bisschen abzutraden. Ich denke mal, das wird er bald mal gewonnen haben in einigen Turns. Trash Team mal wieder calling it now. Bevor das Spiel überhaupt losgeht, ich habe mir die Ersatzbank mal angeguckt. Ich glaube, da geht nichts mehr. Aber ich könnte mich natürlich irren. We'll kind of have to see here, but either way, this queen with its ability, commanding presence, is going to allow Deidre to have positive strength and negative strength for Joe when she challenges on the next turn too. The Queen can cause for ja, die Queen kann jetzt gleich echt relativ gut verursachen, dass Cinderella... Aber mal sehen, was Joe noch macht. Was er überhaupt noch hat. Er hat ja letzte Runde reloaded mit Doc. Was hat er denn jetzt noch? Oh, Snake und dann wieder Doc oder was? Ah, echt. Sein Deck sieht doch relativ cool aus. Benja in seinem Deck. Und der andere Tutor ist, glaube ich, irgendwas aus Stahl. Aber es sieht nicht aus wie Mr. Smee. Okay, so it could Achso, es ist einfach noch ein Benja, ja. Could be useful in this matchup. We haven't seen any Sleepy Sleuths or Lanterns, but it's Doch definitely nicht. not abnormal Nicht jetzt. to see Amber Steel playing items. Stattdessen doch Benja. But we're gonna bounce the dock back to hand, play a Benja. Achso, gebounced. Ich dachte so ausgespielt und doch nicht ausgespielt. To play out our hand again and then draw 2 cards for Joe. We see Joe picking up the pace here, being able to take. Er ist jetzt in Reichweite, ne? 2, 4, 5, 7, 8. Da müssen also mindestens ein Charakter jetzt getauscht werden. Man kann zum Glück relativ gut mit der Queen erkundigen. Na, man könnte auch... Man könnte mit der Queen erkundigen, mit der Cinderella dann den Smee abarbeiten. Aber wahrscheinlich ist es noch besser, mit der Cinderella die Maleficent abzuarbeiten. Und die Queen wohl oder übel in den Mr. Smee hineinzutauschen. Sie macht es allerdings, glaube ich, nicht. Aber die Frage ist auch, wie sie gewinnt, ne? Weil wir wissen schon, also Joe, echt eine spannende Interaktion. Wir wissen ja alle, dass Rabbit gut ist mit Madame Mim, um sich die Hand vollzuziehen. In diesem Deck hat er jetzt auch noch Doc. Eigentlich echt nicht uncool, ne? Um sich so am Laufen zu halten. Doc selbst, also wenn man die Hand leer kriegt und der Moment, wo man ihn so ausspielt, ist halt nicht schlecht. Aber viel zu oft discardet man da rein irgendwelche doch noch Handkarten. Und dann ist er auch so 1-3 mit einem Low Value für 2. Er hat kein Tintensymbol. Er ist halt so eine Mit-Karte. Leider. Oh, okay. So Deidre does have a grab your sword. Grab your sword. See that being sung by the Queen. It's going to deal 2 damage. Dann geht's natürlich nochmal zurück. Das wird jetzt gesungen. Dann geht wahrscheinlich trotzdem Cinderella in den Pete. Basically clearing 2 characters and she's going to go ahead and challenge the Pete with Cinderella. Und dann wird sie mit Smee noch... Ach, Smee hat sie, glaube ich, festgelegt. Aber jetzt hat sie keine Handkarte mehr. Und Joe hat noch einiges, also von daher, ich vermute mal, Joe wird sogar jetzt Snake gegen Queen traden, ja klar. Wobei, vielleicht wird er einfach 3 Lore machen, je nachdem, was er so genau noch auf der Hand hat, aber... Na doch, genau. Jetzt noch 2 Lore. Dann haben wir schon wieder Drohnen an, das Spiel nächste Runde zu beenden. And then we're back in the same spot that we were, where Joe's presenting game on board if Deidre doesn't challenge and banish this Benja, or if she has a song, play the song and banish the Benja. Okay, so we do see the Mr. Smee challenging, just like you said, taking out that Benja. Noch. Now,
Jetzt würde ich eigentlich holen, dass der Zug zu Ende ist. Hätte den einen Schaden von Mr. Smee schon verrechnet. Das wird natürlich nie so stehen bleiben. Aber anno dazu mal, oh, wenn ich da die Storys auspacken würde vom letzten Jahrtausend, hör mal. Trash-Team-Manöver war das jetzt gerade. Aber sie macht sowieso nichts mehr. Deidre habe ich mir sagen lassen. We're finally seeing Yensid. Very nice, very nice. Yensid coming out. Unfortunately, there's no magic brooms when Yensid is played. Ich vermute das Joe allerdings bestimmt doch. Character named Magic Broom play, you can draw a card. Fett 8 Magic Broom in seinem Deck hat. Play, then Yensid gains 2 extra lore. So würde ich vermuten, ne? Den 2-3er in Stahl und noch den 1-2er für 1 in Amethyst. Ja, das hat er herumgerissen on the draw. Skillig gespielt. Wie war denn dieses Matchup im Nachhinein? Weil das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Wieso hat er den jetzt gewonnen? Ja, weil er auf einmal irgendwie so die Kontrollschiene gefahren ist. Und weil seine Karten relativ günstig gewesen sind. Ja, Deidre hatte halt so den Beatdown-Draw into Grab Your Sword. Das ist halt nicht so toll. Beatdown-Draw into Be Prepared, into Be Prepared. Beatdown-Draw into... Nehmen wir mal extra mein eigenes Gesicht hier. Ja... Beatdown-Draw into Whole New World wäre natürlich cooler gewesen. Aber, achso, jetzt kann ich irgendwie gar nicht mehr sehen, ob sie je weitermachen, ne? Aber ich dachte mir, mein eigenes Gesicht einzublenden ist im Zweifelsfall ein bisschen lustiger als diese Kommentatoren. Jedenfalls in diesem Game, ja, der Draw war nicht so toll. Sie war halt out of gas dann, sie hatte so viele Eindrops und dann kein Whole New World. Und Curly hat natürlich mit Amethyst den Card Draw plus Dock. Und ja, gucken wir mal, was abgeht in Game 2. Ich vermute ja, dass Curly jetzt nur noch härter gewinnt. So because of the way two-game format works, Deidre went first last game, which means Joe should be going kommt er vielleicht sogar dazu, ein bisschen Druck zu machen. Werden wir das sehen. Da ist Magic Broom auf jeden Fall schon mal ein Drop, aber was ich mich frage ist, spielt er auch den Two-Drop in Stahl? Wahrscheinlich ja, weil so Yensid mit 4 Besen ist dünn. Hatte ich schon mal considered, um so ein Joshua Porter-Style-Deck zu bauen, ob sich das da eventuell lohnen könnte, so Yensid mit nur 4 Besen. Man kann ja in Zweifelsfall Yensid in die Tinte legen. Und wegen Perdita in dem Deck dachte ich, könnte da Yensid okay sein, auch wenn man nur 4 Besen hat. Wahrscheinlich hätte ich ihn dann als baldigst gecuttet, sobald ich was anderes gefunden hätte, wenn nicht irgendwie sich herausgestellt hatte, dass das Deck sowieso echt nicht so toll ist in diesem Metagame. Leider, weil ich den Ansatz ja hervorragend fand. Gulasch. Auf geringer Hitze für lange Zeit gekocht. Ja, Mann. Aber okay, das haben wir hier nicht. Das, was Curly da spielt, würde ich ja doch, wo wollen wir das denn klassifizieren? Midrange, Agro? Ist es so true, Agro, fast schon? Schwer zu sagen. Wegen der Madame Mim hat man halt immer so Staying Power eingebaut. Ist schwer, das als pures Agro-Deck zu bezeichnen. Es ist ja auf jeden Fall nicht so Hyper-Agro. Looks like both players are still looking at their hands. We're going to start with Joe inking a Benja and playing the one-drop Maleficent. Really ja, natürlich Maleficent in Turn 1, No-Brainer-Play. Wobei, Magic Broom hätte man schon auch machen können. Hätte man jetzt zeichnen können. Cinderella wird jetzt erstmal abgeballert. Und noch eine Maleficent. Ah, das ist ein starker Draw für Joe. Krass. Da ist er doch gleich ahead und... Kommt jetzt nicht noch eine Maleficent? Was wird denn geinkt, ist die Frage, ne? Benja, ja. Benja, oder der sind 4-Drop. Was ist der denn? Vielleicht Gold. Ah nein, es ist Queen's Castle. Hätte ich bestimmt fett erkennen müssen am Rand. Ja, natürlich. Dieses Queen's Castle ist auch richtig stark. Der Stil-Song ist so, geht so daran, das zu clearen. Die Charaktere haben relativ wenig Power, sie haben einen Long Game Zeus, was 5 Schaden schießen kann, auch auf Location.
Das ist nicht so schlecht. Und Ursula singt das im Zweifelsfall auch heraus. Es ist allerdings nicht auf Deidre's Hand. Sie hat das Grab Your Sword, was gut sein würde, wenn sie das bald mal singen könnte. Sie wird allerdings wahrscheinlich gleich erstmal Strength of a Raging Fire rauslassen. Und Ariel, ja, ist ja nicht schlecht. Und dann Grab Your Sword, 4. Runde. Da kann sie ja wunderbar das Strength of a Raging Fire. Wow, was, Forst ist raus. Jetzt kann er immer noch den Magic Room banishen, er macht es natürlich nicht. Aber man kann die Trigger beliebig in die Bag geben und erstmal mit Doc die Hand abwerfen und 2 ziehen und dann theoretisch noch den Magic Room verbannen, um noch eine zu ziehen. Kleine Timing-Lektion hier. So, ja. Donald Duck ist jetzt nicht das Beste. Donald Duck in die Tinte, würde ich sagen. Weil Agro sind wir in diesem Game auf gar keinen Fall. In Game 1 hat es schon nicht geklappt und jetzt sind wir auch noch on the draw. Piglet kann man auch in die Tinte tun, sure, why not. Donald Duck hätte ich ein bisschen besser gefunden, glaube ich. Weil Piglet ja doch, ja, wobei, vielleicht irre ich mich einfach. Und gegen so ein Deck mit Baboom und Fire the Cannons ist Piglet einfach super schlecht. Von daher, ja. Ich glaube, ich hätte Donald Duck reingetan, aber es war wahrscheinlich doch richtiger, Piglet reinzumachen. On second thought. War das jetzt gerade Miss, ja, ne? Jetzt kommt Ursula erstmal auf eine Maleficent, oder? 100 Pro. Ich meine, das so Galaxy Brain Play wäre natürlich Strength of a Raging Fire für 2 auf den Dock, um nächste Runde alles mit Grab Your Sword abzuarbeiten. Sie ballert sogar auf den Magic Boom, um den einen Card Draw zu denyen. Das ist auch interessant. Aber ich glaube, ich hätte mit Ursula in die Maleficent gehauen, um den Lore Gain zu denyen. Du musst doch hier hinten wieder rauskommen noch irgendwie. Und gerade wenn man den Amethyst-Spieler so viel Lore Gain lässt, sieht man sich doch früher oder später mit Gold konfrontiert. Und möglichst hat man den Lore Gain schon vorher unterbunden, damit man da nicht sweaten muss ohne Ende und am Ende noch closed out ist. Ja, die Frage ist halt nur, was Joe jetzt noch so hat. Pete. Und was ist das? Ah ja, der geschmeidige andere Besen und Yensid into Draw 1. Interessant, Besen Beatdown. I respect it. Und was eine nice Selection für das Runde 1 Feature-Match, ehrlich gesagt. Da haben sie doch alles untergebracht. Eine Frau, einen Commentator, ein cooles Deck. Die Dame spielt sogar einen repräsentativen Archetype, wo man doch gerne mal sieht, wie das läuft. Plays waren alle okay, bis korrekt. Generell spielen sie relativ gut, kommt mir vor. Oder habe ich Tomaten auf den Augen? Weil normalerweise so, im Finale spielen sie noch voll schlecht. Wobei dann wiederum das Finale ist, glaube ich, auch nicht unbedingt. Erstens geht es da um nicht so viel mehr im Vergleich zu dem, was man dann schon sicher hat. Und zweitens ist man dann natürlich vielleicht auch ausgelaugt von nach 2 langen und harten Tagen. Alright, so we're seeing a Rapunzel come down. We're going to heal that 1 damage off of our Ursula to draw 1 card. Very nice. Okay, so it looks ja, der Yensid mit seiner 3 Willpower. Stark. Was kommt jetzt? I think Joe's trying to figure out if he wants to continue to put the gas on or sort of how he responds. Ja, Joe, ich würde sagen, du bist halt so weit vorne, du kannst jetzt kaum noch was machen, außer schnurstracks Richtung Ziellinie zu fahren. Ich glaube nicht, dass du jetzt auf einmal noch so in die andere Richtung playen kannst und versuchen kannst, Deidre auszukontrollieren. Sie hat ja jetzt doch eindeutig mehr Tinte, mehr Charakter, mehr Handkarten, wie es aussieht, aber weniger Lore. Das heißt wieder, Joe muss die Agro-Plays machen. Und so sieht es auch aus, ne? Channelbox Follower, genau. Mach ruhig jetzt mal noch. Wobei mit dem Yensid kann man natürlich auch so super warten, bis man noch einen Boom zieht. Ja, vielleicht machen wir nochmal Go, ne? Ja, ist doch nicht so schlecht. Weil wenn man jetzt seinen Boom und Yensid aufgibt, um damit 2 Lore zu machen, man kriegt aus dem Yensid vielleicht halt nochmal 3 Lore. Wenn man jetzt gleich noch einen Boom zieht. Man kann auf jeden Fall nochmal die Follower durchcyclen jetzt gleich. Man hat schon ein paar Chancen, den Boom zu ziehen jetzt gleich. Entweder direkt von oben oder mit den Followern oder zwischendurch noch einen Dock und dann... Another thing Joe might be thinking here is that, you know, Deidre is it getting pretty low at cards in hands? Has a few left, but
might have a whole new world sitting in there. So emptying his hand here, not questing, just maybe letting her. Weiß ich nicht, bestimmt so. Was sind denn die Odds, dass er nächste Runde einen Besen findet? 10, 20%? Es gibt halt so viele Möglichkeiten, sich das zusammenzubasteln. Also vorausgesetzt, der Follower und alles überlebt jetzt auch noch. Was hat Deidre dann? Nix? Ich weiß es nicht. Gut, wäre natürlich noch ein Grab Your Sword, dann. Giving DG a little bit of protection through that Aber bodyguard. erstmal. Looks like we're choosing Rapunzel to gain an extra lore, so Rapunzel's going to quest for 3 here. Ja, wenn er mit den anderen nichts singst, würde ich die auch noch reinstellen. Ist nicht so, als ob Curly die lecker abtauschen wird. Alright, and it looks like we have one card left in hand for Deidre. Wo ist eigentlich dieses Queen's Castle hingekommen? Achso, das hat er irgendwann mal geengt, um dann einen Dock zu machen. Very beneficial for her here, but we'll see. As difficult as it would be to give Joe 7 new cards, I do think you're right. I think if we have Whole New World in hand, Ariel being able to sing it, giving you a new hand as well, 7 new cards, gives you the ability to react to a lot of what Joe is doing. But Joe is presenting a lot of lore on board as well, so it looks like we're passing to Joe. He's going to draw for turn, quest with the Triggerbox followers, cash it in, banishing it and drawing another card. Go ahead and quest for 2 with the Mr. Smee as well, and we're getting dangerously close to 20 here. Yep, 14 lore for Joe is definitely not what you want to see if you're Deidre. Oh, and looks like we are questing with our Yensid and Broom as well. I wonder what we've drawn for turn. Maybe it's a few Madam Mims even. So I'm wondering if we're finding a Madam Mim or we're just pushing for 20. Ah, so we do yeah, see pushing a off Merlin 20. Goat being played. Merlin Goat gains lore when it enters and leaves play. Geschmeidig. And I don't know what the other card Na, is for Joe. Joe hat I jetzt think 17, Joe's aber just saying, virtuell, you know, da der Merlin before Deidre on board can ist, come ist es schon back, so we have a 18 lot of eigentlich. singers, Ne? we Es have ist a ja lot doch of nicht singers on möglich, board. You know, I den wanna irgendwie get this lore out of wegzubekommen, these characters. We can get really close to ohne 20. noch Having einen that Lore-Gain goat für Joe zu almost verursachen. guarantees, or basically guarantees 2 lore. Could potentially be 3 lore if we have a Madam Mim. We find a Madam Mim that we can bounce it with back to hand and then replay it. So I think Joe is just trying to close out this game before Deidre can come back. That's right, and it looks like Es we wird are ihm wahrscheinlich auch exerting our gelingen. Ursula here to maybe challenge, but we could also have a song. Im Nachhinein war es also doch Let's see. nicht so I think the song will ausschlaggebend, die Lore nicht gemacht zu haben letzte It's Runde, hard. weil man jetzt auch nicht mehr Okay, Lore looks gemacht like hat. we have Let the Storm Rage on. Very good song to draw here. It's going to deal 2 damage to Mr. Smee. Very nice. Going to take him Mhm. out, draw a new card. Mr. Smee. Sie shows kann the schon noch most lore Board on clearen board und currently, so just Joe trying kann to get dann rid nicht of unbedingt gewinnen. the characters that have the most Ich sollte ihn lore Curly nennen. on Ist das sein board Real Last Name right eigentlich? now, so that you can Ich dachte, es maybe wäre ein Nickname, so fend wegen der Joe off freshen for Frisur. 1 or 2 more turns. I think that's another Strength of a Raging Fire in hand as well. We're going to sing that with Donald. Ja, ballert noch banishing auf his goat, so Goat. Joe is going to gain a lore for turn. Und dann Now tauscht we sie noch have ab, to deal diese with beiden the Barnes. Magic Broom. Let's see. Okay, we do Oder have auch the nicht. whole new world, and it discards another Oh. goat. Joe had another goat in hand, so could have played that next turn to gain an extra Achso, aber lore. sie hat noch volle Tinte, deswegen. It's good for Deidre to get that out of the hand, but we are giving Joe a new 7 cards. The good thing for Deidre, though, is she also gets 7 new cards. We have Rapunzel that Geile we can sing Transition. with, potentially a song, banishing some of these, and then we haven't used any of our ink for turn either, so we can use this 5 or Ja, 6 ink genau. and Was hat sie play denn? out. Hat sie We noch have a einen Tinkerbell Removal here, that would be nachgezogen? great on 6 Das ink. ist die Would Frage, banish the weil Magic sonst wird sie Broom doch and the noch Yensid. einen Lore-Gain erlauben Oh, müssen, we weil sie diesen actually AWN-Weg contest. gemacht hat. Yeah, songs are a great mechanic Und for ein getting Lore-Gain, wenn er yourself Gain back auf into 18, the das ist die game. halbe Miete. The ability to play a card for free Finde is ich just so gefährlich. valuable Sicher when wird you're Rapunzel behind. jetzt noch tauschen gegen den Yensid. And plus, it's always fun to sing songs. You know, who doesn't love a whole new world? Exactly. It's hard not to sing when you play. Weil you know, wieso these nicht are den iconic Yensid? songs. Es macht nur einen Damage Disney zurück. Außer sie hat jetzt movies. noch We eine Rapunzel, dann grew hätte man up watching. theoretisch noch den Looks Boom. like we are going to get challenged Aber the reiten Yensid können. with Rapunzel. And then we're going to finish off this Magic Broom with Ja, another da Strength hatte of sie Raging noch Fire. Removal. With 3 ink left that Deidre can do Jetzt anything with. noch- Now Deidre's built a really big board. Area, ja. Bin This is gespannt, was definitely Joe noch scary so for ziehen Joe, wird. But he is at 18 lore right now. So I wonder if he's playing a new card. Das for Removal ist für Shimmering sie auf jeden Fall Skies, klatsch. Gathering Knowledge and Wisdom. That would be Weil a Joey great bestimmt jetzt card gleich ein off paar the top. Charakter ausspielt. Gathering Knowledge and Wenn er Wisdom, jetzt just einfach gaining Goat 2 legt, ist lore vorbei. immediately for 2 ink. Aber wenn er We kein also Goat have hat, some Merlin Goats to worry about. There's a couple dann ways wird das that hier if nochmal there's eine gain Zitterpartie lore für immediately Joe. without having to Für rely on a Mr. character to Curly. quest. Was wie auch immer. Okay, Ah, nee, I Pete. really like Geil. this from Joe. Playing Pete, it's gonna Stimmt. stop DJ Der ist from auch so being der able to play Durchdrücker. any actions on Weil the jetzt, next man turn. kann ihn nicht verbannen. Definitely not what you Wenn wanna Joe see jetzt noch if eine you're Karte hat, Deidre. die einen Lore Now, macht, hat if er Joe can gewonnen. find another character to play that has 1 lore on it, it's going to be impossible, I believe, for DG to challenge, get rid of Pete and this other character. Das ist nämlich echt gemein, den habe ich ja ganz vergessen. Dieser Pete ist halt sau cool Without being able to play any songs, we are für gonna see Mr. diesen Smee being played. Anwendungsbereich. Wenn der Gegner See if DG can come up with anything. Actions machen müsste,
ihn dann zu checkmaten. Ja, das ist Schachmatt. Deidre's Deidre gonna kann draw keine for 16 turn. Lore machen Again, can't und sie play kann actions because of this die fleet. Charaktere von Curly nicht verbannen. I think she's just, you know, looking at her hand, seeing if there's anything that can be done. Has to take out at least the Mr. Es geht C nix. on this board. I think Joe, Deidre, you're talking, saying there's nothing you can do. Yeah. And Joe is gonna. Okay, das war jetzt spannend, wie Joe das Match gewonnen hat. Ich hätte gedacht, das Matchup ist mit und man hat allerdings gesehen, wie Joe gewonnen hat. Es kann möglicherweise liegen ein bisschen an der Skill-Diskrepanz, wobei ich nicht so weiß, was den Unterschied hätte machen sollen. Nicht so guter Draw in Game 1 von Miss Griffith. Und dann, ja, aber genau dieses Matchup habe ich noch nie getestet. Keine Ahnung, wie das überhaupt ist. Aber man könnte sich vorstellen, dass, weil sie letzten Endes doch sehr ähnliche Decks sind, wobei Deidre allerdings Whole New World nur hat zum Refillen und Joe hat alles mögliche an Card Draw potenziell. Wir haben nicht unbedingt Rabbit gesehen, aber hat er ja bestimmt und Doc. Und dann noch Cycling-Karten, Yen Sid und Magic Boom und Channel als Follower. Und die billigen Removal, wir haben sowohl bei Boomer als auch Fire the Cannons gesehen. Am Ende war das Matchup doch gut für Curly.